Hi, das ist das Riverside Touring 920 und ich möchte euch das mal kurz vorstellen. Das wird von Decathlon als Mountainbike, Gravel, Tourenrad, Abenteuer, Reiserad mehr oder weniger angepriesen. Und ich habe damit jetzt so 3000 Kilometer weg, unter anderem eine Dänemark-Tour von 2500. Und abenteuerlich war es wirklich. Vielleicht nicht ganz so, wie das Decathlon gemeint hat in der Produktbeschreibung. Erstmal die 3 Punkte, die wirklich schwer zu ertragen waren. Punkt 1, die Originalreifen waren wirklich Schrott. Also ich hatte auf 500 Kilometern mit den Original Vittoria Terreno 5 Pann. Das ist jetzt mein Wunschreifen, der Vittoria Mescal. Und der Schwalbe Smart Zen Plus ist unterwegs drauf gekommen in Tangermünde. So, unterwegs ist die Bremse kaputt gegangen komplett. Da war ich in 5 Fahrradläden. Das war am Ende STI. Es war weder Entlüften möglich, noch lag es hinten am Bremssattel. Es war der Geberkolben in der Schalt-Bremshebel-Kombi. Bin ich halt mit einer Bremse gefahren. Ging aber. Das war der zweite Punkt. So, und der dritte Negativpunkt, das war dann nach 2000 Kilometern, da ist mir die Felge gerissen. Das sind die 3 Sachen, wo ich sagen kann, gravierend darf eigentlich nicht passieren. Ich würde trotz der 3 gravierenden Defekte das Fahrrad sofort wieder kaufen. Das liegt auf der Straße und im Gelände und auf Schotter wie ein Panzer. Sowohl beladen als auch unbeladen. Ich finde auch nach wie vor das Konzept prima. So eine eierlegende Wollmilchsau aus Mountainbike, Gravelbike und Tourenfahrrad. Man hat Einschränkungen, das ist klar, aber trotzdem hat man ein Fahrrad für alles. So, jetzt kommen wir mal wirklich zu den guten Sachen. Das Tretlager, die Höhe, wunderbar. Du hast nirgends ein Problem, irgendwo hängen zu bleiben oder so. Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil es ungefähr 3 cm höher ist als die anderen Räder, die ich fahre, aber man kommt damit klar. Die Schaltung. Es ist eine einfach 1x11 Schaltung, bin ich total zufrieden. Die Übersetzung reicht bei vollbepackt wirklich aus. Man kommt 15% hoch, vollbepackt mit 30 Kilo und man kann trotzdem im größten Gang dann noch so mit 30 noch mittreten. Also das reicht vollkommen aus auf einer großen Tour. Der breite Lenker, alles Mögliche an Bikepacking zu. Ich habe jetzt bloß hier mal kurz für die Videoaufnahme was Kleines drauf gemacht. Normalerweise habe ich hier drunter noch ein Pizza-Rack und dann kann man hier stapeln ohne Ende und das Fahrgefühl ist genauso stabil wie vorher. Mit dem Sattel war ich hoch zufrieden. Es ist so eine Mischung zwischen sportlich und bequem. Also es ist ein Brooks-Sattel, aber man hat halt nicht das, wie bei den Brooks-Satteln, dass man das Leder einfetten muss oder vor Regen schützen muss oder so. Das ist alles cool. 33 Anschraubpunkte. An jeder erdenklichen Stelle hat man Anschraubpunkte an dem Fahrrad. An der Gabel 3, unten am Rahmen, hinten. Hier kann man an den hinteren Streben entweder Flaschenhalter oder den dazu passenden Gepäckträger montieren. Das zeige ich noch. Das geht innerhalb von 2 Minuten. Und dann hat man im Prinzip mit dem Pizza-Rack vorn dran und hinten dann den Gepäckträger, hat man eigentlich ganz schnell von Gravel oder von Kurztourer auf
Langtourenfahrrad umgestellt. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann sehr entlastend sein, wenn man ein paar Kilometer weg hat. 6, 7. Man kann auch rumspielen. Das ist eben das Gute. Oder halt so. Waren für meinen Zweck abwechselnd Schotter, Asphalt und aller möglicher anderer Untergrund nicht tragbar. Wo wir jetzt gerade bei den Reifen sind, ich finde das genial, dass man hier, also das sind 2,25 Schlappen, nur Mountainbike-Schlappen. Und man hat trotzdem noch Platz an den hinteren Streben und auch an der Carbongabel links und rechts ausreichend noch Platz. Da könnte man, glaube ich, sogar 2,5 Zoll oder sowas oder 2,75 drauf ziehen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der fast ausschlaggebend für mich war. Ich habe mal 100 Kilo gewogen vor der Tour. Echt jetzt? Wiegt jetzt noch 90 Kilo. Und sage ich mal 30 Kilo Gepäck, sind wir bei 120 und das Fahrrad wiegt 12 Kilo, sind wir bei 132 und das Fahrrad ist zugelassen für 170. Dann muss ich jetzt nochmal auf das Thema Felgen kommen. Die sind asymmetrisch. Angeblich würden dadurch die Kräfte von den Speichen besser aufgenommen werden oder man kann die Speichen besser anziehen. Hat mir aber bei dem Felgenriss, ist nicht, also eine Felge muss halten und darf nicht kaputt gehen, ne? Sage ich jetzt einfach mal so. Was ich fast noch vergessen hätte, was wahrscheinlich auch sehr zur Fahrstabilität beiträgt, das Fahrrad hat vorn und hinten jeweils 12 mm Steckachsen. Und der Nabendynamo, ganz normaler Shimano, hat aber, was ich sehr genial finde, ein Cycle to Charge Bauteil, was gleichzeitig eine USB Lademöglichkeit ist. Und ich wollte das am Anfang gar nicht glauben, weil so ein 3 Watt Nabendynamo, das 3 Watt ist ja eigentlich keine Leistung, aber wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ich schätze mal 2 Watt werden noch am Ende rauskommen, dann ist das schon irgendwo, also ich habe eine Powerbank mit 10.000 mAh gehabt und habe so gefühlt immer die halb voll gekriegt an einem Fahrtag mit 6 bis 8 Stunden. Das hat wirklich gut funktioniert. Ich liebe das Fahrrad. Vielleicht gerade jetzt, nachdem es mich dann doch auch mit der kaputten Felge noch 400 Kilometer weit Richtung Heimat gebracht hat. Und ich würde jederzeit mir das Fahrrad wieder kaufen, ob ihr es glaubt oder nicht. Die gerissene Felge werde ich jetzt, also die neue Felge werde ich jetzt sehr, sehr, sehr sorgfältig beobachten. Mir schwebt da noch diese Andra 40 rum, aber das müsste man ja dann selber einspeichen und da weiß ich nicht so richtig, ob ich das genau hinkriege. Vielleicht kann ich ja einen Micha mal fragen, den ich unterwegs auf der Tour kennengelernt habe. Viele Grüße an Micha übrigens an dieser Stelle, falls du das siehst. Es war wirklich eine gute Zeit, echt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen.